Hallo zusammen! Heute starte ich meine Wanderung in Neustadt am Rennsteig. Von dort geht es zur Talsperre Schönbrunn. Diese wird auch umrundet. Die gesamte Wanderung hat eine Länge von 23,5 Kilometern bei 520 Höhenmetern. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen vom Video. Es ist noch ziemlich frisch, deswegen habe ich meine Mütze mal aufgezogen. Ich habe am Ortseingang von Masserberg aus kommend geparkt. Dort ist ein Wanderparkplatz, der keine Gebühren hat. Hier gibt es noch einen zweiten Wanderparkplatz, der ist jedoch gebührenpflichtig. Mein Schatten wandert mit mir mit. Juhu, in der Sonne wird es langsam warm. Kann ich bald meine dicke Jacke ausziehen. Momentan geht es erstmal bergab, aber das muss ich nachher ja auch wieder nach oben gehen. 500 Höhenmeter ist schon einiges, da werde ich ganz schön ins Schnaufen kommen. Aber naja, was soll's. Es ist einfach traumhaft, wie die Vöglein hier zwitschern.
Ich bin nun an der Schleuse der Talsperre Schönbrunn angekommen. Nun geht's auf die andere Uferseite. Der Wanderweg führt nun immer am Ufer entlang um die Talsperre herum. Hier hat man eine tolle Aussicht über die Talsperre. Vorher wurde die Aussicht meist von Bäumen versperrt. Leider hat man hier kaum einen Blick auf das Wasser. Das finde ich etwas schade. Ich habe mir etwas mehr erhofft. Wenn du hier nach links abbiegst, kommst du direkt zum Staudamm Schönbrunn. Ich möchte jedoch noch ein bisschen weiterlaufen. Deswegen gehe ich geradeaus. Nach 13 Kilometer Laufen habe ich mir eine kleine Pause verdient. Hier ist es ganz schön laut. Es ist wohl doch besser, den Weg über den Staudamm direkt zu nehmen und die Wanderung abzukürzen. Das Laufen auf dem weichen Untergrund tut meinen Füßen ziemlich gut. Jetzt geht es für ca. 2 Kilometer steil bergauf. Ich habe wegen dem Anstieg meine Jacke gleich ausgezogen, sonst komme ich zu arg ins Schwitzen. Und es geht immer noch bergauf. Diesen Anstieg hatte ich zu bewältigen. Vorhin war ich noch da unten und habe Pause gemacht. Nun bin ich am Staudamm der Schönbrunn-Talsperre. Eine schöne Aussicht ist hier. Aber es ist auch ziemlich windig. Von hier bin ich gekommen, dann bin ich hier rüber, dann einmal hier um den See, bis hier runter und dann hier wieder nach oben.
Der Wind ist ganz schön frisch, aber mit Jacke ist es zu warm. Schwierige Entscheidung. Hier kann man öfters einmal einen Blick auf den See erhaschen. Ich habe inzwischen 18 Kilometer geschafft. Muss aber gestehen, mir tun die Füße schon etwas weh. Aber die letzten 5,5 Kilometer schaffe ich auch noch, auch wenn es dann nochmal steil bergauf geht. Aber das wird schon. Hier gibt es auch eine Bank, um die Aussicht zu genießen. So, nun heißt es nochmal die Zähne zusammenbeißen. Die letzten 2,5 Kilometer geht es nur noch bergauf. Dieser Berg zum Ende meiner langen Wanderung macht mich wirklich fertig. Zum Abschluss der Wanderung nehme ich dich noch mit ins Hexenwäldchen bei Neustadt am Rennsteig. Das sind die letzten Meter, die ich zu überwinden habe.
die letzten Meter nach Neustadt am Rennsteig. Fazit zu meiner heutigen Wanderung. Die heutige Tour hatte es ganz schön in sich. 23,5 Kilometer bei 520 Höhenmeter. Ehrlich gesagt tun meine Füße ganz schön weh. Die Talsperre Schönbrunn ist ein ganz schönes Ausflugsziel bei Neustadt am Rennsteig. Jedoch hätte ich mir erhofft, dass man mehr Blicke auf den See erhaschen kann. Meiner Meinung nach lohnt sich ein Abstieg nach Schönbrunn nicht. Es ist besser, direkt über den Damm auf das andere Ende des Sees zu gelangen. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank und bis bald. Ciao!